So, herzlich willkommen zurück zu LA Noire. Wir werden die Hollywood-Streife aufsuchen, beziehungsweise den Officer Fred Wallace, denn der hat genauere Informationen über unseren zweiten Toten, über LeBlanc. A one-way ticket to Mexico. Old Henry's looking as guilty as a dog next to a pile of dog shit. What's his motive? I can think of a few. But I'd put my money south of the belt. Genau, das ist nämlich auch meine Vermutung. Always equals problems. Er ist nämlich der Henderson. Und das würde auch passen, weil der hat ja dieses Fabergé-Dings da, Etui, für $10.000. Und es wurde diese teure Herrenweste gefunden. Wallace, go left. I'm going right after this little prick in the alley. So, da ist der erste, den hätten wir gleich schon mal in den Rücken schießen können. Ey! Wie viel sind das noch? Mit mich. So. Wo ist eine andere? Das ist irgendwo für links. Da ist ja noch einer. Das war ein Kopfschuss. Thanks. Outstanding warrant, armed robbery. Knocked over a drugstore back there, and it looks like he brought his whole posse with him. Bad luck for them. They're all yours now. We need some information. Ever heard of a burglar goes by the name of Jimmy LeBlanc? Sure. We nabbed Jimmy on a burglary beef a couple of years back. They cut through a music shop and into a jewelry store. He got 4 years. I miss his partner, though. Mhm. Big guy. I had him cornered, and he picked up this huge display case and threw it out a plate glass window. Then he vaulted out of there like something out of Barnum and Bailey. Got away. I would have had him, except for LeBlanc yelling, "Run for it, Willie!" And you think he was an acrobat of some sort? More like a strongman, a wrestler, or a boxer, that kind of thing. Thanks. You've been a big help. You haven't done too badly yourself. Ja, der Typ, der ist doch ziemlich groß und stark, der nach Mexiko abhauen will. So. Ich würde aber sagen, wir fahren jetzt als nächstes ins Revier rein. Weil unsere alten Kollegen haben ja auch noch Hinweise. Hallo? Can you drive to this one? You're suggesting LeBlanc is still working with Willie? A strong man held down Randall while someone administered the morphine. Someone with muscle opened up LeBlanc's skull. Could be. Ja, und unser Frauenversteher, der ist auch ziemlich kräftig gebaut. Schon wieder 6:30, ey. We caught up with Mal. He's given us the dope on LeBlanc. He worked burglaries with a big guy. Goes by the name of Willie. He might be our killer. Can you work boxing gyms, the Y, promoters, that kind of stuff? Since when have you started giving orders, Phelps? And where's the burglary angle? There was no sign of a... That's where our net comes in. Next stop, we speak to Lacey about a list of recent burglaries. The guy's a bum. His office is a front, and he's behind on the rent and his phone bill. And he's skipping town.
tomorrow. Let's get him in and beat it out of him. Do you want to bring in the killer, Rusty? It could be too smart for your own good, Phelps. We've been talking about that, haven't we, Roy? Stefan? Finbar? Sir, I need the contraband list. Items stolen over the last year. Hang on, I'll dig out a copy for you. Here you go. Thanks. Is the cigarette case on there? Fabergé Gold Cigarette Case, da ist es doch. It's here. Arnett must be out of his mind trying to move this while under a murder cloud. Also, Arnett ist unser zweiter Täter. Der hat gemeinsame Sache gemacht. Mrs. Beverly, Eve Storm, Julia Randall's ring. It's here. Black Saphir. So, und jetzt ist irgendwo noch Pearl. Golden Emerald Earrings, Golden Collection, Silver Pillbox, Crystal Link, Mont Blanc. Füllfederhalter, Goldener Candelabra, Hardbound Bible, Leather Belt, also Closing, Bond Certificate, Silver, Pearl Ring, da ist er doch. Even the engagement ring was purloined. Arnett is a cad. So, wir werden Mrs. Everston aufsuchen. Und was war das mit dem Mr. und Mrs. Die Everston soll man aufsuchen. Und was ist mit diesen Cohen-Dingern? Weil das ist ja der Perlenring, die brauchen wir nicht, oder was? Na gut. Dann werden wir die mal aufsuchen. So, ich fahre nicht. You can drive. Das Emblem von dem Auto schaut aus wie beim Porsche, so So ähnlich. you and Rusty have been having discussions. Anything you would like to tell me, partner? Phelps, don't be so touchy. Rusty had his best ever clearance rate working with you. Even if the cases he worked on can't be discussed. We were just comparing notes. You're a Booneroo case man, Phelps. One of the best I've ever seen. Thanks. You gotta learn to take a compliment, Phelps. Nice house. LAPD, ma'am. Is Mrs. Eavestrom in? She is. Would you follow me, sir? I am Mrs. Eastrom. How may I help you? We appear to have recovered some stolen goods that belong to you, ma'am. Yes, of course. That terrible burglary. Would you like something to drink? No, thank you, ma'am. We have some questions, if you don't mind. Why would I mind, young man? If you are returning 43 pieces of my property. Okay, before we get down to that, I'll have a scotch. Thanks, straight up. Can you get the detective a drink, please? Erstmal eintrinken. Can you describe to us what was stolen? It would be easier to describe what wasn't stolen, detective. A priceless tiara that has been in the family for 50 years. A Fabergé cigarette case that was worth $25,000. Naja, 10.000 hat er auch noch gesagt. So you have no idea who did this burglary? A lot of these cases tend to be inside jobs. How
dare you impugn my character and the character of my staff? If you have no further questions, I suggest you leave. Die hat wahrscheinlich auch was mit dem Annette gehabt. What can you tell us about the burglary? A terrible night, at least a year ago. But let's not go into that. Let's talk about what you've recovered. Was soll ich denn da machen? Were you in the house when the burglary took place? Good heavens, no. I was at a social function held by a Dr. Stoneman? Stoneman and his lovely wife. I returned home and all of my things were missing. That's about it for now, Mrs. Eastrom. The department will get in touch and let you know how you can recover your valuables. You've only mentioned a few of the items that have been stolen, Detective. What else has been recovered? You see, Phelps? That's why you get the drinks in early. Hello, Mother. Hello, detectives. What is going on? Looks like you asked exactly the same question. You have met my daughter? This morning at work. Oh, Mother and Father divorced. I took my father's name. The detectives recovered some of the things that were stolen, darling. Well, what did you find? A sapphire ring on the corpse of Julia Randall. What are you talking about? Your engagement ring, Miss Swanson. Would you be surprised to know that it was part of the proceeds of a burglary? That's an outrageous allegation. Yes, it is. I suggest we go straight to Henry Arnett's place and sort this mess out. Der Fall nimmt ja eine lustige Wendung. Hängt die Tochter da immer noch mit drin? Ich möchte aber nicht fahren. Dein Partner kann jetzt nicht fahren. Aha. Dann muss ich doch fahren. Gut, der hat natürlich schon einen getrunken, dann kann er klar nicht fahren. So, wo muss man überhaupt hin? Annettes Apartment. So, und wo ist das? Karte. Everton Wohnsitz. Reisebüro, Pfandleihhaus. Hollywood. Stoneman. Ach du Scheiße, Annettes Apartment ist am Arsch der Welt. Gut, dann fahren wir erstmal rechts und dann fahren wir links die Santa Monica runter bis zum Ende und dann fahren wir hoch, würde ich sagen. So Leute, das könnte eine lange Fahrt werden. Oh, der fährt sich auch schon wieder so bescheiden. We're missing something here. Arnett is obviously arranging the burglaries. That's my fiancé you're making scurrilous accusations about. And Randall was obviously his partner. But neither of them are the type to creep apartments. You're being ridiculous. Both of you. There's a very good explanation for all of this. Put a sock in it, sister. You're being played for a patsy and you're not even smart enough to see it. Goddamn reefer addict. Also schon komisch. Und dann den Stoneman, den Doktor, den kennen die auch. Also das ist alles ganz merkwürdig. Die hängen doch alle da mit drin. Oh, ja, This ja. car cost me a fortune, you moron. Where'd you learn how to drive? Kann ich da nichts dafür, wenn der 200 Meter Bremsweg hat. Da wahrscheinlich nicht mal Scheibenbremsen, sondern Trommelbremsen drin. Jetzt hat's fast schon wieder gerumpelt. Aber da passen wir noch durch. Ups. So, wieder schön einreihen. Oh, Mann, 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 Mann. Ein Verkehr hier. Pass mal rechts durch.
das noch Santa Monica? Ja, das ist noch Santa Monica. So, da müsste aber dann irgendwann mal hochgehen. Genau, da vorne geht's rechts hoch und dann müssen wir nochmal gucken. So, muss ich mal auf die Karte gucken, weil ich glaube, ich muss jetzt ganz geradeaus durchschießen bis Hollywood Boulevard. Ja, Hollywood Boulevard, das ist aber noch ein Stückchen. Hollywood Boulevard. So. Schon mal ein kurzes Zwischenfazit zu dem Spiel. Mir gefällt es immer noch. Ich mag das einfach, diese Fälle und so. Und das ist der falsche Boulevard. What the hell? Ja, ihr könnt alle nicht Auto fahren. Oh, der fährt sich. Driving right at them. So. Also mir gefällt es immer noch. Und ich habe ja wie gesagt schon Mafia 1 gespielt und das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich mag das halt in dieser Geschichte, die er durchführt. Und bei den LA Noire ist es halt das Schöne mit diesen Fällen und so, und dass man halt da lösen kann. Auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen immer wieder dasselbe ist, zum Beispiel Verfolgung oder Beschattung. Aber mir macht es nach wie vor noch Spaß. So, wo sind wir denn? Jetzt müssen wir abbiegen. Links und dann die zweite, schätze ich mal. Also da kommt nur so eine kleine Stichstraße. Ja, es ist schade, dass ich jetzt einen angefahren habe. Aber mit diesem komischen Schiff kannst du halt nicht gescheit wenden. So, die nächste müssen wir dann rechts rein und dann sind wir eigentlich schon fast bei diesem Annette zu Hause. Boah, das gibt's ja nicht. So, dann müssen wir vorne nochmal links rein, glaube ich. Ach du Scheiße. Scheußliches Haus. 7:30 ist es mittlerweile. So, Lady. Jetzt gehen wir mal zu deinem Come on, Freund. sister. Let's find out who your fiancé really is. Welcome, sir. I'm sorry, are you a resident? Nö. LAPD detectives. We're here to speak to Henry Arnett. Oh, Mr. Arnett? Apartment 30. You can take the lift. Thank you. Wieso hat er rumgestottert? Well, isn't this just nice and awkward? So. Stop! Don't kill him, Cole. This guy's our case. Go on, get out. Put your hands in the air. Wieso kann der rutschen? Ich kann es immer noch nicht. Wo ist er hin? Hoch wieder, oder was? Give it up, LAPD. Oh nein, jetzt müssen wir auch so Balance-Zeug machen. Der wartet doch schon wieder. Ah. Das hat wehgetan.
Looks like he got you good, Phelps. Yeah, he really packs a wallop. How did I get back here? Under your own steam, miraculously. You came in through the window, said hello, and then keeled. How was Arnett? He's coming around, too. He's all hopped up. Good time to get some answers. You missing something, Henry? Ich schaue mir jetzt erstmal im Apartment um. So, Koffer für Mexiko schon gepackt. Vacheron Constantine. That's an extremely expensive watch, Henry. A graduation present from my parents. Der steht bestimmt auf der Liste mit drauf, von den gestohlenen Gegenständen. LA nach Mexiko. You told Heather you're honeymooning without her? Eine Zeitung, aber die können wir nicht lesen. Was ist das? Junk. Nee, ich möchte mich noch nicht unterhalten. Ich möchte mich erstmal hier genau umschauen. Eine Taschenlampe. I doubt it. Cornflakes. Müll. I don't think so. Ein Fächer. War ein Gewehr gehangen? Tatsächlich eine Reifel. Nur ein Bild, aber das können wir uns nicht angucken. Was liegt denn hier? Rechnungen? Auch interessant. Können wir das Telefon benutzen? So, was ist hier noch alles? Spiegel, Schrank. Doesn't tell me anything. Maybe if... Stumpen oder was? Ah, schön. Brauchst ja auch nicht, wo man die Bude abfackelt. So, geht's raus. Da ist nix. Ja, das war's. Ist ein bisschen dürftig hier. Jetzt vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Was haben wir denn für Hinweise? Also wir wissen... Ja, wir können den mit dem Fabergé Zigarettenetui. Die Liste Hehlerware haben wir. Kann man schon ein bisschen in die Enge treiben, hoffe ich doch. We know all about the jewelry ring. You and Randall and the Blanc and Willie doing the legwork. I'm in the fashion business. So, Kamerad Schnürschuh, das ist eine Lüge. You're lying, Henry. How can you prove that I'm involved, Detective? Fabergé Zigarettenetui. Because you pawned a Fabergé cigarette case today for $600. A case that is on a list of stolen items. It was Julia's idea. Get a list of society parties and find out where and when. Die hängt da mit drin. Julia was desperate for money. No matter how much we made, she always wanted more. Das ist ja interessant. Who is Henderson and what is his involvement? Tell them what you know, Henry. I'll stand by you if you'll only tell the truth. There is no Henderson. Das ist eine Lüge, aber... Tell me about your first burglary and don't
lie? I can't remember. I don't keep a list of these things. Zwei Verdächtige, Analyse der Beweise unter zwei Mordverdächtige, Herrenhausjagd, blablabla, Benezitrin, Aussage des Hausmädchen. Morphium-Injektion, Spitze, Mord, Zuckticket-Liste. Ja, No such person, Detective. Sorry. Scheiße, das war nix. Why did Reed and LeBlanc kill Julia Randall? I wanted to stop, to get out of that life. I was gonna marry Heather if she'd have me. Julia told the others that they were out, that she was gonna create a new gang. Ich weiß nicht, ich komme da im Moment noch nicht so recht weiter. You wanted Julia Randall out of your life. Why would he want that? Julia was our friend. Julia was his hump, sweetheart. They were the Bonnie and Clyde of society burglars. He met you and realized he didn't have to steal anymore. He could just mooch from you. He needed Julia out of the way. Julia was insatiable. She didn't care about anyone, not the least me. She was never going to go back to the poverty she came from. I wanted it to stop. Henry Arnett, you are under arrest for burglary and for the murder of Julia Randall. Henderson is Stoneman, all right? I'm not the guy you want. Go talk to a good doctor. Oh, we will, knucklehead. Meanwhile, we're fitting you for convict stripes. Also ist es doch der Stoneman. Ich hätte eher gedacht, er ist der Henderson. So, und bevor wir Dr. Stoneman verhören, brechen wir den heutigen Teil ab. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.